Hallo meine Freunde, heute geht es mal wieder um einen Tacho. Und zwar ist das jetzt schon ein frühes Kombi-Instrument mit dieser Leiterfolie. Wir hatten ja schon mal einen Tacho repariert, aber das war noch ein geschlossener im Metallgehäuse mit Tachoring. Heute machen wir diesen Tacho. Der Tacho hat folgendes Problem. Der Tageskilometerzähler und der Kilometerzähler geht nicht mehr, aber die Geschwindigkeit wird noch angezeigt. Um den Tachometer auszubauen, müssen wir diese blaue Folie jetzt abschälen, ohne dass es zu vielen Schäden kommt. Das sind die Birnchen von der Instrumentenbeleuchtung. Das sind so Bajonettverschlüsse, die muss man um 90 Grad oder einen gewissen Winkel drehen, was natürlich mit der bloßen Hand schwer geht, und dann kann man die entnehmen. Aber die Folie ist drunter geklemmt, deswegen geht es nicht anders. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Jetzt müsst ihr die Folie vorsichtig aus diesen Plastikschnappern da rausmachen. Da ist sie schon rausgerutscht. Da ist nochmal so ein Plastikschnapper. So. Ist halt alles 40 Jahre alt. Das neu war, aber das ist kein Problem. Da haben die das gerade so zusammengeklatscht. Jetzt kann man die Folie schon so ein Stück abnehmen. Hier im Tacho sind weitere von diesen Verschlüssen. Das sind einfach Stöpsel, wo das drüber gezogen wird. Das darf halt nichts brechen. So, dann haben wir das schon mal weg. Und das war so gefaltet. Dann müssen die 6 Kreuzschlitzschrauben hier raus. Weiterhin gibt es hier Stehbolzen und auf denen sind Muttern. Der Stehbolzen ist wesentlich dünner, trotzdem haben alle Muttern die gleiche Schlüsselweite. Und die Muttern machen wir alle lose und entfernen dann die Muttern. Dann müssen wir noch die Kühlfahne von dem Spannungskonstanter wegschrauben. Das ist so eine kleine Blechschraube. Ich glaube, die Kühlfahne reicht, da kommt man um die Ecke. Ja, das könnte reichen. Unter den Muttern sind jeweils auch noch Unterlackscheiben. Die müsst ihr auch runter machen, sonst klemmt die Folie. So, und jetzt geht es wieder um diese Verschlüsse. Stöpsel, hier müsst ihr von hinten mit dem langen Schraubenzieher ausklipsen, sonst kommt er da nicht rein, verreißt alles. So, ganz langsam in der Umgebung. Aha, jetzt ist er weggegangen. Ihr seht, so allmählich kommen wir jetzt hoch. Dann könnt ihr das Ganze so rumklappen und das reicht eigentlich schon, um jetzt an den Tacho zu kommen. Am Tacho sind hier 2 weitere Kreuzschlitzschrauben, die machen wir auch mal weg. Und jetzt kann ich den kompletten Tacho entnehmen. So sieht unser Tacho aus. Wenn wir jetzt von der Seite anschauen, sehen wir, dass es hier das rote Zahnrad schon von der Schnecke weggedrückt hat. Wenn wir noch feiner hinschauen, sehen wir, dass es hier gerissen ist. Und hier ist es gerissen. Da sieht man den Riss durchgehen. Und hier hat schon keinen Kontakt mehr zur Schnecke. Das hat schon von der Welle abgedrückt, deswegen zählt der Tacho nicht mehr. Das Zahnrad hat 17 Zähne. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir so ein Teil bekommen. Mittlerweile ist das neue Zahnrad gekommen. Die Suche war ganz schön umständlich, weil eigentlich habe ich jetzt ein Rädchen für einen ganz anderen Tacho gekauft. Schaut auf jeden Fall auf die Zähnezahl und den Durchmesser, bevor ihr bestellt. Der Einbau ist relativ easy. Das Zahnrad wird nur hier auf die Welle gedrückt. Beim Aufdrücken müsst ihr beachten, dass ihr die ganze Welle wegschiebt. Die geht bis da hinten durch.
Dann könnt ihr hier hinten die Welle mit einem Stückchen Holz gegenhalten und dann schön aufschieben. Jetzt sind wir mit Spiel mittig zu dem Ding. So passt es also. Checken wir mal die Funktion. Ich drehe den Tacho von hinten im Gegenuhrzeigersinn mit dem Schraubenzieher. Hier habe ich einen Punkt drauf gemacht und die Tachonadel müsste auch zucken. Die Tachonadel zuckt und der Punkt läuft weg. Also alles gut, Tacho funktioniert wieder. Am Tacho könnt ihr auch noch die leichten Schmutzspuren am Kontakt hier wegmachen. Auf die Zahnschnecke könnt ihr ein bisschen Silikonfett oder weißes Fett geben. Das verteilt sich dann schon mit den Jahren. So, zum Einbau müssen wir die anderen Instrumente wieder komplett wegdrücken, weil der muss als erstes rein. Jetzt müsst ihr beides zusammen einsetzen, ohne dass was kaputt geht. Beim Tacho müsst ihr achten, dass der Rücksteller in sein Loch geht. So, und jetzt müsst ihr hier mit der Skala vorbei, sonst passt nämlich nachher die Skala von der Tankanzeige oder Temperaturanzeige nicht durch. Und jetzt kommt alles runter und das Teil ist wieder zusammen. Dann kommt das Blech da oben hier drunter. Das war vorhin irgendwann mal abgefallen. Und jetzt können wir eigentlich das alles zusammenschrauben, so wie es war. Außen herum kommen erstmal die Schrauben hier rein, unsere komische Kunststoffschrauben zum groben Gewinde. Immer erst rückwärts drehen und dann vorwärts. Die Folie müsst ihr überall wieder gut andrücken, dass die wieder schön hält, bevor wir die Schrauben zumachen. Und dann geht es wie beim Zylinderkopf. Wir beginnen in der Mitte, über Kreuz. Und arbeiten uns dann nach außen vor. Und das machen wir schön gefühlvoll in mehreren Runden. Und der Anzug nur ganz vorsichtig, weil sonst reißt er die Folie kaputt. Die haben hier nicht einmal Unterlagscheiben verbaut. Bei den Stehpulsen sieht es anders aus, da ist jedes Mal eine Unterlagscheibe drunter. Die kleine Unterlagscheibe war für den höheren Stehpulsen, der ist zwar länger, Durchmesser ist dünner und da kommt auch die etwas dickere Mutter drauf. Kann man aber nicht verwechseln, Gewinde passt ja nicht. Die anderen Muttern immer so, dass die blanke Seite nach unten kommt. Auch hier müssen wir schon mit Gefühl, aber etwas kräftiger anziehen, weil sonst funktioniert der elektrische Kontakt ja nicht richtig. Also einen kleinen Ruck brauchen die dann schon, wenn sie am festen sind. Dann müsst ihr die Fahne, die Kühlfahne von dem Spannungskonstanter anbinden. Da haben sie jetzt ein Schlitzschräubchen verbraucht. Das macht dann die Kühlung von dem Spannungskonstanter. Hier war die Platine nur gesteckt. Wir schauen, wie wir sie hier falten. Das ist so gefaltet. Und hier einfach nur auf die zwei Nasen aufstecken. Hier waren wir zum Glück nicht dran. Jetzt müssen wir die Folie hier noch, hat sie glaube ich 4 solche Zäpfchen. Da müsst ihr sie wieder mit Gefühl aufdrücken, ohne dass er reißt. Von beiden Seiten mit dem Fingernagel ein bisschen dran. So ist gut. Die Birnchen waren zwar nicht kaputt, ich habe mir aber trotzdem neue besorgt. Die sind kein Problem, Standardware.
Die müsst ihr dann so ansetzen, dass die Nasen zu 90 Grad zu den Kontakten stehen und dann werden die um 90 Grad gedreht. Das Drehen kann bei einer neuen Birne schon etwas schwieriger gehen. Müsst ihr halt notfalls eine Zange nehmen. Aber immer mit Gefühl arbeiten. Ist alles alt und bröselig. Die zweite Birne die gleiche Nummer. Unter 90 Grad reinstecken. Gut andrehen, dass er die Folie mitnimmt. Dann mal versuchen mit den Fingern ein bisschen an. Jetzt habe ich es sogar geschafft. Hier ging es mit den Fingern. Die Kontakte hier könnt ihr noch reinigen vor dem Einbau. Schaden tut es sicherlich nichts. So, auch diese Reparatur ist wieder zu Ende. Ihr seht, man kann alles machen, wenn man ein bisschen Geduld hat. Ich sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.